Hallo, herzlich willkommen bei Himmlisch. Der Advent steht ja vor der Tür und heute möchte ich euch ein sehr praktisches Rezept zeigen. Und zwar ein 3-in-1 Rezept. Ich zeige euch jetzt einen Basis-Mürbteig, den ihr dann abwandeln könnt auf 3 verschiedene Keksvarianten. Die zeige ich euch dann gleich. Ich starte mal mit den Zutaten vom Mürbteig. Ich habe mir vorbereitet 210 Gramm glattes Mehl, 140 Gramm kalte Butter, kommt frisch aus dem Kühlschrank, 70 Gramm Kristallzucker und einen Esslöffel Vanillezucker und 2 Dotter. Ich starte, indem ich mir das jetzt heute alles mit den Händen verrühre. Ich mache mir jetzt einmal das Mehl auf meine Arbeitsplatte. Dann kommt auch gleich die kalte Butter mit dazu und der Zucker. Und das verbröseln wir jetzt miteinander. Ich nehme mir da jetzt ein Messer zur Hilfe und das wird jetzt ganz einfach so in dem Mehl zerstochen, fein zerhackt, bis kleine Würfel sind und dann wird es mit den Händen weiter verbröselt. Und wenn die Butter dann schon in feine Würfel gehackt ist, ihr seht das, ich hole mir dann immer so von außen das Mehl wieder so rein und hacke dann weiter. Und wenn die Butter dann wirklich in kleine Würfel geschnitten ist, dann kommt das Messer weg und dann kommen meine Hände in Einsatz. Und jetzt wird einfach von außen nach innen, nehme ich mir das so ein bisschen was in die Hände und das zerreibe ich dann in meinen Händen. So wird die Butter weich, verbindet sich super mit dem Mehl und ich bekomme dann einen glatten Teig. Allerdings ist es bei einem Mürbteig immer sehr, sehr wichtig, dass man das nicht zu lange macht, weil die Butter soll kalt bleiben. Wenn man einen Mürbteig macht und die Butter wird zu weich, dann zerrinnt euch der Teig beim Backen und ihr habt keine schöne Form bei den Keksen. Und wenn sich das dann halbwegs miteinander verbunden hat, mache ich mir noch einmal eine Grube. Da kommen dann die Dotter dazu. Das mache ich jetzt noch einmal kurz mit dem Messer, einfach, dass ich den ganzen Gadgets nicht auf den Fingern habe. So extrem. Und das dann auch noch einmal ein bisschen verteilen, bevor es geknetet wird. So. Und jetzt zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. So, wenn sich alles verbunden hat miteinander, dann rolle ich ihn mir gleich auseinander, weil ich werde ihn mir gleich in 3 Stücke teilen. Das ist die erste Portion, die zweite Portion und das darf jetzt in den Kühlschrank für eine halbe Stunde zum Rasten und einfach auch, dass der Teig wieder kälter wird. Drücke ich mir jetzt einfach in die Schüsseln rein. Und dann kommt es in den Kühlschrank und ich richte mir jetzt in der Zwischenzeit einmal schon die 3 verschiedenen Kekssorten, die Zutaten her und zeige euch das dann gleich. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit die Zutaten vorbereitet. Wir machen heute Schokokipferl, dann Husan-Krapferl mit Marillenmarmelade und als dritte Sorte machen wir Walnusstaler oder so kleine Walnussstangerl. Und für die Schokokipferl brauchen wir eine Schokoglasur oder ihr nehmt jetzt einfach eine Zartbitterschokolade. Dann habe ich noch Schokostreusel zum Tunken. Für die Husan-Krapferl eine Marillenmarmelade, eine fein pürierte. Und für die Marzipanschnitten 250 oder 200 Gramm Rohmarzipan und Walnüsse dann zum Dekorieren. Und ich nehme da dann auch noch ein bisschen eine Marmelade, ich mag das total gern. Okay, den ersten Teig habe ich mir jetzt schon einmal aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ich habe mir noch ein Mehl vorbereitet, einfach, dass ich mir die Arbeitsplatte jetzt ein bisschen bemehlen kann, dass mir der Teig nicht kleben bleibt. Und ich starte jetzt mit den Husan-Krapferl. Machen wir jetzt einmal einen Platz.
Der Teig ist jetzt wieder schön hart geworden. Ich knete ihn mir jetzt trotzdem noch einmal ganz kurz durch, einfach nur, dass er geschmeidig wird. Und wenn er das ist, dann forme ich mir aus meinem Teig jetzt eine lange Rolle. So, und wenn die relativ gleichmäßig ist, dann schneide ich mir hier jetzt Stückchen runter. Also ich teile mir den Teig jetzt in 1 cm Schnitten runter. Oder 1,5 cm. Und dann nehme ich mir so ein Stückchen und forme mir eine Kugel. So in den Handinnenflächen. Und dann lege ich mir die auf und dann drücke ich sie mir noch ein bisschen flatt. Und für ein Husarenkrapferl brauchen wir ja ein Loch in der Mitte. Also drücke ich mir jetzt mit der Rückseite von einem Löffel oder ihr nehmt einfach einen Kochlöffel, drücke ich mir da jetzt einfach ein Loch rein. Und nach dem Backen können wir das dann schön mit Marmelade ausfüllen. Und das mache ich jetzt bei allen und dann zeige ich euch, wenn das Blech fertig ist. So, die Husarenkrapferl sind fertig. Die kommen jetzt bei mir in den Backofen bei 180 Grad Heizluft für 7 bis 10 Minuten. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie groß sind die Krapferl geworden und wie euer Backofen halt ist. Achtet einfach drauf, dass sie nicht zu golden werden, ansonsten werden sie steinhart. Ich zeige euch dann einfach das fertige Ergebnis. So, und als nächstes kommt jetzt der zweite Teig. Jetzt kümmere ich mich mal um die Schokokipferl. Auch hier tue ich mir den Teig jetzt einfach wieder ein bisschen anwärmen, sodass ich ihn formen kann. Einmal durchkneten. So, und dann funktioniert es jetzt genauso. Ich rolle mir jetzt eine lange Wurst. Wieder schauen, dass sie relativ gleich lang ist und dann unterteile ich mir den Teig wieder in gute 1 cm große Stücke. Und dann nehme ich mir ein Kugel, also so ein Stückerl und mache mir mal ein Kugel in meinen Handinnenflächen. Und dieses Kugel forme ich jetzt zu einem Kipferl. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mit dieser Bewegung hier, mache ich mir ein Würstel. Und das Würstel forme ich dann zu einem schönen Kipferl. Und dann habt ihr Kipferl Nummer 1. Und das mache ich jetzt mit allen. Die Kipferl habe ich jetzt fertig geformt. Bei mir in der Küche ist es jetzt aber schon sehr warm, dadurch der Backofen läuft. Das heißt, ich stelle mir jetzt das Backblech jetzt einmal nochmal für 20 Minuten in den Kühlschrank und dann werde ich auch die Kipferl backen. Die Kipferl haben auch die gleiche Backzeit, das heißt 180 Grad Heißluft, zwischen 7 und 10 Minuten. Achtet darauf, dass bei den Kipferl die Haxerl, dass die nicht zu dunkel werden, ansonsten brechen die euch nämlich ab. Das heißt, die sollen schön gleichmäßig hell, ganz hell gold werden. So, den dritten Teig bin ich auch schon dabei, dass ich ihn mir wieder weich knete. Und den werden wir uns jetzt ausrollen. Das heißt, ich bemehle mir die Arbeitsfläche. Achtet, wenn ihr einen Mürbteig ausrollt, immer darauf, dass genug Mehl drunter ist, dass er euch einfach nicht anklebt. Bei mir bekommt das Ganze jetzt so eine Stärke von 1 mm circa. Damit ihr sicher gehen könnt, dass euch der Teig nicht anklebt, dann fahrt euch einfach einmal so ein bisschen mit einer Winkelpalette unterm Teig durch. Und das Mehl, was ihr auf der Arbeitsfläche habt, das schiebt man dann da schön drunter und dann könnt ihr sicher sein, dass euch das nicht anklebt. Und ich werde mir jetzt einfach diese Form heute nehmen, das heißt, ich mache so längliche Kekse.
Ihr könnt da aber im Prinzip alles nehmen. Ihr könnt Kreise nehmen, Herzen, Sterne, Glockerl, was auch immer. So, während meine Kekse jetzt alle noch fertig backen und auch auskühlen, werde ich mal die anderen Sachen vorbereiten. Das heißt, ich werde mir jetzt mal die Schokolade ganz einfach im Wasserbad schmelzen und den Marzipan rolle ich mir schon mal aus und steche ihn mir dann auch schon mit dem gleichen Ausstecher aus, wie die Marzipankekse vorher auch waren. Dazu bestäube ich mal jetzt einfach die Arbeitsplatte mit Staubzucker dieses Mal und rolle mir mal glatt aus. Ich starte als allererstes mit den Kipferln. Sie sind ausgekühlt und jetzt werden sie mal in Schoki getunkt. Wenn es fast nicht mehr tropft, dann entweder könnt ihr sie natürlich jetzt auch nur so mit Schokospitzen lassen und ich mache es dann zusätzlich jetzt noch in Schokostreusel. So, und ich lege mir das dann gleich wieder zurück aufs Backpapier. Dort lasse ich es dann trocknen. Weiter geht es jetzt mit den Husarenkrapferl und ich muss euch das jetzt zeigen. Bei den Husarenkrapferl sieht man das jetzt total gut. Dadurch es bei mir in der Küche so heiß ist, war jetzt mein Teig zu weich. Und wenn der Teig zu weich ist, dann rinnen die Kekse auseinander. Und ich habe das jetzt bewusst so gelassen, einfach, dass ich es euch zeigen kann. Ne? Also man sieht es jetzt schön, es ist jetzt mehr so eine flache Kugel, nicht so, wie sie sonst normalerweise sind. Also ich lasse sie jetzt trotzdem so. Schmecken tun sie ja trotzdem, aber für die Optik ist es wirklich wichtig, dass der Teig kalt ist. Und wenn es zu warm wird, einfach auch durch die Handwärme beim Kugelkugeln, einfach dann nochmal eine halbe Stunde im Kühlschrank oder 10 Minuten in den Tiefkühler, dann habt ihr das Problem nicht. Ich mache es jetzt bei den Husarenkrapferl immer so, ich zuckere sie mir jetzt zuerst mal ein bisschen an. Ich mache das mit süßem Schnee, weil das süße Schnee hat die Eigenschaft, dass er nicht schmilzt. Das heißt, es bleibt die ganze Zeit über schön weiß und angezuckert. So. Dann schneide ich mir das Spitzel von meinem Spritzsack weg und dann durch sie füllen. So, und als letztes kommen jetzt noch die Marzipanstangerl. Dazu lege ich mir jetzt mal den gebackenen Teig, lege ich mir jetzt einfach mal schön gleichmäßig auf. Dann kommt als erstes jetzt Marmelade. Das heißt, ich mache mir da jetzt einfach nur so einen Streifen Marmelade. So, und dann nach der Marmelade kommen die Marzipandeckel drauf. Und wenn dann die Marzipandeckel drauf sind, dann kommt jetzt noch der Rest von meiner Schokolade. Ich habe da jetzt einen eigenen Spritzlöffel. Ich verlinke euch das gerne, wo ihr sowas bekommen könnt. Ihr könnt jetzt da aber auch einfach einen ganz normalen Teelöffel nehmen und da einfach ein bisschen eintauchen und dann einfach in dieser Bewegung über die Kekse drüber gehen und so bekommt ihr dann da echt nochmal ein richtig schönes Muster rein. Ich gehe jetzt noch ein zweites Mal drüber, ich habe gern viel Schoko. Also ich finde, die Kekse machen so jetzt schon total viel her, aber bei mir kommt jetzt noch eine Walnuss dazu. Das heißt, ich werde mir da jetzt einfach Walnusshälften raussuchen oder ich schneide es mal. Und dann kommt dann noch so eine Walnusshälfte mittig drauf. Und dann sind die Kekse schon fertig und das mache ich jetzt noch bei alle. Also ich bin fertig mit den Keksen. Ich finde sie alle miteinander sehr schön, auch wenn die Husarenkrapfen jetzt ein bisschen weich geworden sind. Aber trotzdem, gekostet habe ich sie schon alle. Sie sind vorzüglich. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und vielleicht wollt ihr mir ja mal erzählen, was so eure liebsten Weihnachtskekse sind.
Dann habe ich vielleicht schon ein paar neue Rezeptideen. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.